Hallo zusammen und willkommen zurück auf meinem Kanal Deployen. In diesem Video geht es um die Top 20 Self-Hosted Apps im Jahr 2025. Dieses Video ist etwas anders als die ich sonst erstelle. Die Basis für dieses Video ist eine Umfrage. Über 850 Self-Hoster haben über ihre wichtigsten Programme im Jahr 2025 abgestimmt. Dabei hatte die Umfrage bis zu 80 Fragen und es hat durchschnittlich 14 Minuten gedauert, diese auszufüllen. Deshalb an dieser Stelle auch nochmal Danke an die sich die Zeit genommen haben, da mitzumachen. Im wichtigsten Teil der Umfrage konnte man bis zu 5 Apps auswählen, die man zu den wichtigsten Programmen in seinem Stack hält. Und damit kann der Countdown beginnen. Aber natürlich könnt auch ihr hier mitmachen. Schreibt gerne in die Kommentare, was glaubt ihr, welche App landet auf Platz 1? Los geht es mit Platz 20. Auf Platz 20 finden wir eine App, die im Vorjahr auf Platz 15 war und sie hat momentan 12.700 Sterne auf GitHub. Es ist ein Klassiker für alle, die ihre Informationsflut selbst verwalten wollen. Es handelt sich um einen RSS-Reader und die Rede ist von Fresh RSS. Wenn ihr vielen Blogs oder Newsseiten folgt, könnt ihr hier alle Feeds bündeln und habt eure Nachrichten an einem zentralen und werbefreien Ort. Auf Platz 19 haben wir eine App, die sich im letzten Jahr noch auf Platz 23 befand. Und sie beschäftigt sich mit einem Thema, das uns alle betrifft. Die App hat 22.600 Sterne auf GitHub und es handelt sich um eine Finanz-App. Actual Budget ist eine lokale Finanz-App, mit der ihr euer Budget komplett offline und privat verwalten könnt. Es basiert auf dem Envelope Budgeting System. Wer also die Kontrolle über seine Finanzen genauso ernst nimmt wie die Kontrolle über seine Daten, sollte sich das Projekt unbedingt mal anschauen. Nun eine kurze Pause vom Ranking. Schauen wir uns mal an, wer hier eigentlich abgestimmt hat. 30,5%, also fast ein Drittel, ist erst seit 1 bis 3 Jahren dabei. Außerdem ist die Demografie ziemlich eindeutig. 92% der Teilnehmenden haben angegeben, dass sie männlich sind. Die häufigste Altersgruppe liegt zwischen 25 und 34 Jahren. Mit 12,8% kommt der größte Anteil der Teilnehmer nach den USA direkt aus Deutschland. Das zeigt, wie stark die Self-Hosting-Community hierzulande ist. Weiter geht es mit Platz 18. Ein Tool für alle Entwickler und Coder unter euch. Im letzten Jahr war es auf Platz 12. Meine Prognose ist, dass die App vermutlich weiter im Ranking fallen wird, weil sie einfach starke Konkurrenz bekommen hat. Aber sie hat 41.000 Sterne auf GitHub und es handelt sich um eine Git-Hosting-App. Gitti ist ein extrem leichtgewichtiger und selbst gehosteter Git-Remote. Man könnte sagen, es ist ein eigenes kleines GitHub oder GitLab, aber ohne den ganzen Overhead. Es läuft auf so ziemlich jeder Hardware, ist in Go geschrieben und verbraucht kaum Ressourcen. Auf meinem Kanal findet ihr auch ein Video dazu, wie ihr Gitti auf eurem Server aufsetzen könnt. Auf Platz 17 landet qBittorrent. Es handelt sich um einen Open-Source BitTorrent-Client. Wenn wir so viele Daten hosten, brauchen wir natürlich auch Speicherplatz. Bei denjenigen, die angegeben haben, dass sie ein NAS nutzen, habe ich nachgefragt, wie viel Speicher denn sich im NAS befindet. Die größte Gruppe, knapp 25%, hat zwischen 11 und 20 Terabyte an Speicher in ihrem Server verbaut. 24,4% haben 21 bis 50 Terabyte Speicher. 21,8% haben angegeben, sie hätten 5 bis 10 Terabyte. Und 16,4% haben angegeben, dass sie sogar über 50 Terabyte Speicher hätten. Bei der letzten Gruppe hoffe ich, dass sie ein gutes Backup hat. Auf Platz 16 wird es etwas technischer. Hier landet eine App, die im Vorjahr auf Platz 18 gelandet ist. Sie hat 18.400 Sterne auf GitHub. Es handelt sich um einen Open Source Identity Provider. Die Rede ist von Authentic.
Es ist eine zentrale Anmeldestelle für all eure anderen Dienste. Also statt euch 20 verschiedene Passwörter zu merken, loggt ihr euch einmal bei Authentic ein und habt dann per Single Sign-On Zugriff auf alles andere. Das erhöht nicht nur den Komfort, sondern auch die Sicherheit, weil ihr Features wie Zwei-Faktor-Authentifizierung zentral verwalten könnt. Ein sehr mächtiges Tool für fortgeschrittene Setups. Leider hat Authentic auch bei einer anderen Frage gewonnen. Ich habe auch gefragt, welche App braucht eine bessere Dokumentation, und hier belegte Authentic den ersten Platz. Passend zu Authentic wollte ich auch wissen, wie sichert die Community ihre Server eigentlich ab? Über 94% machen ihre Dienste auch online erreichbar. Ein Viertel davon aber ausschließlich über ein VPN. Dies ist wahrscheinlich der sicherste Weg. Über 68% nutzt einen Reverse Proxy. Der unangefochtene Champion ist hier der Nginx Proxy Manager mit 36%, wahrscheinlich wegen seiner einfachen Bedienung. Dicht dahinter folgen aber Traffic und Caddy. 60% der Teilnehmer haben angegeben, dass sie regelmäßig Software-Updates durchführen. 43,4% nutzen auch Zwei-Faktor-Authentifizierung. Von der Sicherheit geht es jetzt zurück zu Platz 15. Auf Platz 15 haben wir eine App, die im Vorjahr noch auf Platz 19 war. Sie hat 10.200 Sterne auf GitHub und es handelt sich um einen Rezeptmanager. Hier ist die Rede natürlich von Mealy. Mealy ist ein Rezeptmanager und Essensplaner. Ihr könnt Rezepte von Webseiten importieren, eigene erstellen, Einkaufslisten generieren oder Wochenpläne erstellen. Die Oberfläche ist modern und das Projekt wird auch aktiv weiterentwickelt. Auch hier findet ihr auf meinem Kanal bereits ein Video dazu. Platz 14 geht an eine App, die im Vorjahr noch auf Platz 17 war. Sie hat 26.000 Sterne auf GitHub und es handelt sich um eine Dashboard-Startseite, die aber sehr schwierig zu googeln ist. Homepage. Homepage ist eine anpassbare Startseite für eure Dienste. Das Besondere ist die Integration mit Docker, Kubernetes und anderen Diensten. Ihr könnt euch den Status eurer Container direkt anzeigen lassen, habt Widgets für alles Mögliche und könnt das Design mit YAML-Dateien bis ins Detail anpassen. Auf Platz 13 haben wir eine App, die im Vorjahr auf Platz 8 war und sich in diesem Jahr in Deutschland auf Platz 7 befindet. Sie hat 30.400 Sterne auf GitHub und es handelt sich um einen Netzwerk-Adblocker. AdGuard Home ist ein netzwerkweiter Ad- und Traffic-Blocker. AdGuard hat eine moderne Oberfläche, DNS over HTTPS ist einfach einzurichten und es hat eine sehr gute Performance. Auf meinem Kanal findet ihr bei dem Video über die Einrichtung eines Raspberry Pis mehr Informationen dazu. Auf Platz 12 ist eine App, die extrem angestiegen ist in der Beliebtheit. Im letzten Jahr befand sie sich noch auf Platz 105 und hatte damals noch einen anderen Namen. Inzwischen hat sie 20.200 Sterne auf GitHub. Und auch hier handelt es sich um eine Startseite. Die Rede ist von Karakeep. Karakeep, im letzten Jahr hieß sie noch Hoarder, beschreibt sich selbst als deine persönliche Startseite für das Internet. Es ist eine Mischung aus Lesezeichenmanager, einem Späterlesendienst und einem RSS-Reader. Das Ganze in einer aufgeräumten Oberfläche und auch mit KI-Integration. Auf meinem Kanal findet ihr auch dazu ein Video, wie ihr Karakeep einrichten könnt. Auf Platz 11 befindet sich der erste Teil des berühmten RStags, Radar. Jetzt befinden wir uns schon in der Top 10. Und den Anfang macht hier eine App, die im Vorjahr noch auf Platz 13 war. Sie hat 10.300 Sterne auf GitHub und es handelt sich um einen Hörbuchserver. Audio Bookshelf ist ein Server für eure Hörbücher und Podcasts. Das heißt, ihr speichert eure Audiodateien auf eurem Server ab und könnt dann mit anderen Diensten darauf zugreifen und habt sowas wie ein eigenes Audible. Aber auf was für Maschinen läuft das alles? Die Umfrage zeigt einen klaren Trend. Small Form Factor PCs wie Intel NUCs oder Dell Optiplex haben 48% erreicht. Sie sind der perfekte Kompromiss aus Leistung, Energieverbrauch und Geräuschkulisse. Dahinter liegen aber mit je 40% dedizierte Server
und die kleinen Singleboard-Computer. 27% nutzen einen gemieteten Server, sowas wie ein Server bei Hetzner. Auf Platz 9 finden wir das Gegenstück zu Radar. Hierbei geht es um Sonar. Auf Platz 8 ist einer der größten Klassiker. Im Vorjahr befand sich die App noch auf Platz 10 und für viele ist es der allererste Einstieg in die Welt des Self-Hostings. Sie hat 53.700 Sterne auf GitHub. Und auch bei dieser App handelt es sich um ein Netzwerk- und Adblocker. Pi-hole. Die Community hier ist riesig. Ich glaube, fast jeder, der einen Raspberry Pi besitzt, hat schon mal Pi-hole ausprobiert. Wo wir gerade beim Raspberry Pi sind. Über 38% der Community nutzen einen der kleinen Einplatinencomputer. Und der kleine Favorit ist dabei mit 65% immer noch der Raspberry Pi 4. Seine Performance reicht für viele Anwendungen locker aus. 38,2% nutzen den noch älteren Raspberry Pi 3 und nur knapp 30% haben den Raspberry Pi 5. Inzwischen würde ich den Raspberry Pi als Einstieg nicht mehr empfehlen, weil die Preis-Leistung bei einem Small Form Factor PC grundsätzlich besser ist. Aber wenn man etwas braucht, was wirklich sehr klein ist, oder wenn man sowas wie ein Smart Mirror bauen möchte, dann kommt man an einen Raspberry Pi nicht vorbei. Auf Platz 7 ist ein absoluter Gigant der Open Source Welt. Im letzten Jahr befand sich diese App noch auf Platz 6. Sie hat 32.900 Sterne auf GitHub. Und es handelt sich um eine private Cloud. Die Rede ist von Nextcloud. Nextcloud ist aber mehr als nur ein Cloud-Speicher. Es ist eine komplette Kollaborationsplattform. Also man kann Dateien, Kalender, Kontakte, E-Mail, Videokonferenzen und so weiter darauf hosten. Es ist quasi das Schweizer Taschenmesser. Und für viele ist es ein Herzstück in ihrem selbst gehosteten Ökosystem. Auch auf meinem Kanal findet ihr ein Video dazu, wie ihr Nextcloud aufsetzen könnt. Und zwar einmal über die klassische Docker-Variante und einmal mit dem All-in-One-Container. Natürlich ist auch interessant, auf welcher Technik läuft das alles. Bei den Betriebssystemen war das beliebteste Betriebssystem mit 42% Proxmox. Dicht dahinter folgen die Linux-Distributionen Debian und Ubuntu. Dann folgt ein etwas größerer Sprung und mit 11,6% landet auf dem 4. Platz TrueNAS Scale. Außerdem dominieren Container. 98,3% nutzen Container. Die häufigsten Gründe, die genannt wurden, war, es ist einfacher, es ist isoliert und es ist portabel. Über 87% gaben an, sie nutzen Docker Compose. Über 30% nutzen LXC-Container. Und nur etwas über 9% nutzen Kubernetes. Und noch weniger, mit ein bisschen über 7%, nutzen Podman-Container. Kommen wir zu Platz 6. Hierbei geht es um ein Tool, was wahrscheinlich meine Lieblings-App ist. Im Vorjahr war sie noch auf Platz 9 und in Deutschland kommt sie sogar in die Top 5. Sie hat 32.800 Sterne auf GitHub und es handelt sich um ein Dokumentenmanagementprogramm. Die Rede ist natürlich vom Paperless Nginx. Paperless Nginx verwandelt deinen physischen Papierkram in ein vollständig durchsuchbares digitales Archiv. Also du kannst ein Dokument scannen, es hochladen, Paperless führt eine Texterkennung durch, fügt automatisch Text und Daten hinzu und archiviert es. Also man kann Rechnungen, Verträge, Briefe und alles andere an einem Ort sichern. Meiner Meinung nach ist der Sprung von Platz 9 absolut verdient. Aber warum überhaupt Self-Hosting? In der Umfrage habe ich gefragt, was die Motivation der Community ist. Für die Mehrheit ist der Hauptgrund Spaß am Hobby. Das Basteln, das Lernen, das Optimieren. Das ist die größte Motivation. Direkt danach kommen die Privatsphäre und die Unabhängigkeit von Drittanbietern. Und dann natürlich auch die volle Kontrolle über die eigenen Daten und die Lernerfahrung an sich. 10% gaben andere Dinge als ihre primäre Motivation an. Wir sind nun in der Top 5 und hier finden wir eine App, die nicht Open Source ist, aber wegen ihrer einfachen Einrichtung trotzdem sehr beliebt ist. Auf Platz 5 landet in diesem Jahr Plex. Auf Platz 4 haben wir ein Tool, das meiner Meinung nach fast jeder von euch selbst hosten sollte.
Im letzten Jahr war es in der Top 3. Die App hat 49.700 Sterne und es handelt sich um einen Passwortmanager. Vault Warden. Vault Warden ist eine ressourcenschonende Implementierung des Bitwarden-Servers. Damit hostet ihr euren eigenen sicheren Passworttresor. Wichtig ist, dass es mit allen offiziellen Bitwarden-Clients kompatibel ist. Zu Vault Warden findet ihr auf meinem Kanal auch ein Video und auch, wie ihr es mit Fail2Ban absichern könnt. Bevor wir zur Top 3 kommen, können wir uns angucken, was eigentlich international beliebt ist. An dieser Stelle eine kurze Warnung, das Bild wird gleich sehr hell werden. Hier sehen wir eine Weltkarte mit ein paar Ländern, in denen wir uns angucken, welche App ist in diesen Ländern auf Platz 1 gelandet. Zuerst schauen wir uns Indien an. In Indien ist auf Platz 1 Jellyfin. Jetzt gucken wir uns Australien an. In Australien ist auf Platz 1 Image. Nun gehen wir nach Amerika. In Kanada ist auf Platz 1 auch Image. In den USA ist weder Image noch Jellyfin auf Platz 1, sondern hier ist auf Platz 1 Home Assistant. Nun können wir uns Europa anschauen. In Schweden ist auf Platz 1 Jellyfin. Jetzt gehen wir zu UK. In UK finden wir auf Platz 1 auch Jellyfin. In den Niederlanden finden wir auf Platz 1 auch Jellyfin. Nun gehen wir nach Italien. Was glaubt ihr, ist in Italien auf Platz 1? In Italien ist es wieder Home Assistant. In Frankreich ist es Jellyfin. Und in Spanien? In Spanien ist es Image. Jetzt bleibt nur noch Deutschland. Was glaubt ihr, ist in Deutschland auf Platz 1? In Deutschland landet auf Platz 1 auch Image. Nochmal zur Zusammenfassung. In den USA landet Home Assistant auf Platz 1, gefolgt von Plex und Image. Und in Deutschland landet Image auf Platz 1, Jellyfin auf Platz 2. Und jetzt kommen wir zu den Top 3. Wir haben jetzt natürlich alle Apps gesehen, die noch übrig sind. Was glaubt ihr, wie ist die Reihenfolge dieser Top 3? Falls euch das Video bis hierhin gefallen hat, würde mich ein Like freuen. Die Bronzemedaille geht in diesem Jahr an eine App, die im letzten Jahr noch auf Platz 2 war. Sie hat 81.900 Sterne auf GitHub. Sie gehört in die Smart Home Kategorie und es handelt sich natürlich um Home Assistant. Das ist die Kommandozentrale für das Smart Home. Es ist eins der größten Open Source Projekte überhaupt. Es verbindet Geräte von 100 verschiedenen Herstellern und ermöglicht es euch, komplexe Automatisierungen zu erstellen, die komplett lokal und ohne Cloud-Zugang laufen. Also ist es die ultimative Lösung für jeden, der sein Smart Home wirklich smart und vor allem auch privat machen möchte. Auf Platz 2 ist der moralische Sieger dieses Ranking. Letztes Jahr hat es die Top 3 verpasst und hat 81.000 Sterne auf GitHub. Es handelt sich hierbei um Image. Wie bereits erwähnt, war diese App in Deutschland auf Platz 1. Es ist die selbst gehostete Alternative zu Google Fotos. Ihr installiert euch Image auf eurem Server, dann könnt ihr euer Handy damit verbinden und all eure Bilder werden automatisch auf den Server synchronisiert. Die Personen werden da drin erkannt, Objekte werden da drin erkannt. Ihr habt dann eine gute Suche, ihr habt eine moderne Oberfläche, ihr könnt eure Bilder teilen. Das Projekt entwickelt sich stetig weiter und bietet eine sehr gute Möglichkeit, seine eigenen Bilder zu verwalten. Auch auf meinem Kanal findet ihr natürlich ein Video dazu. Und damit kommen wir zu Platz 1. Am Ende konnte ein Projekt seinen Titel verteidigen. Die beliebteste Self-Hosting-Anwendung 2025, gewählt von der Community, ist auf Platz 1 Jellyfin. Es ist ein Open-Source-Mediensystem, quasi ein eigenes Netflix, wenn man eine Mediensammlung auf seinem eigenen Server hat. An dieser Stelle herzlichen Glückwunsch an das Jellyfin-Team und an alle, die zu diesem Projekt beigetragen haben. Ich habe die Teilnehmer auch gefragt, was sind die wichtigsten Apps, die in 2025 in euer Stack dazugekommen sind. Hier befand sich auf Platz 4 Paperless Nginx, auf Platz 3 war Jellyfin, auf Platz 2 Karakeep und auf Platz 1 Image. Eine andere wichtige Frage war,
ob man lieber Tee oder Kaffee trinkt. 49% meinten, sie mögen lieber Kaffee. 20% waren im Team Tee. Der Rest konnte sich nicht entscheiden. Also ist das Verhältnis hierbei 71% zu 29%. Wenn man sich diejenigen anguckt, die Ubuntu benutzen, haben wir ein Verhältnis von 73% Kaffee zu 27% Tee. Aber wenn wir nur diejenigen zählen, die Proxmox benutzen, sind es nur noch 66% Kaffee und 34% Tee. Schreibt gerne in die Kommentare, was denkt ihr, woran das liegen könnte. Und damit sind wir am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, es waren ein paar Inspirationen für euer eigenes Setup dabei. Mich würde interessieren, was sind eure persönlichen Top 3? Stimmt ihr mit der Liste überein oder taucht eure Lieblings-App überhaupt nicht in den Top 20 auf? Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.